Hallo Leute, willkommen beim Clary hier auf der Zockerbude. Wir schauen uns heute in Infinite Lagrange mal eine etwas andere Thematik an. Und zwar wollen wir uns mal anschauen, wie kann man sich, wenn man sich jetzt zum Beispiel unionslos darstellt aktuell oder man von einer anderen Union gejagt wird, wenn man sich ein bisschen rausnehmen möchte, wie kann man das tun und wo hat man Chancen, welche Möglichkeiten verbessern mir das Überleben. Hier gibt es also die Möglichkeit, zum Beispiel in ein Asteroidenfeld bzw. in einen Nebel zu gehen. Wir sehen das, wenn wir ein bisschen rausgehen, dann sehen wir, dass hier ein Nebel abgebildet ist. Und wenn ich den Nebel so anklicke, dann bekommen wir hier einen Hinweis. Und zwar dürfen hier nur Fregatten und Zerstörer sowie kleine und mittlere Versorgungsschiffe rein. Das heißt, ihr könnt hier einen Außenposten setzen und könnt eure Basis reinstellen. Was bringt euch das? Wenn euch jemand die Basis wegschießen will, dann kann er das nur noch mit Zerstörern und mit Fregatten machen. Er kann keine Kreuzer und auch keine Schlachtkreuzer verwenden, was natürlich euch ziemlich schützt, denn eure Basis sollte ja mittlerweile nahezu ausgebaut sein. Das heißt, eure Verteidigungswerte sind exorbitant hoch und für Fregatten und Zerstörer ist das ein tatsächliches Problem, die Basis wegzukriegen. Das ist der eine Punkt. Das heißt, ihr schützt euch dadurch. Ne? Ist natürlich alles wie immer in diesem Spiel nur massenabhängig. Ne? Also wenn hier 15 Flotten kommen und alles hochgeskillte Zerstörer und Fregatten, kriegt man euch auch klein. Also so ist es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass euch jetzt ein oder zwei Spieler kurz die Basis wegschießen, ist gegen null. Das geht nicht. Ja? Das werden die nicht hinbekommen. Denn es gibt zwei Faktoren noch zur Verteidigung. Ihr könnt ja trotzdem eure gebauten Schiffe, die innerhalb eurer Base sitzen, also die ganzen Schlachtkreuzer und auch die Kreuzer, die habt ihr ja noch. Die verteidigen eure Basis auch. Und damit steht ihr natürlich im Verteidigungswert extrem über Fregatten und Zerstörern. Ja? Also so viel dazu. Das ist der Verteidigungsweg. Das mal als kleinen Hinweis. Jetzt gibt es noch einen Trick. Im Nebel gibt es natürlich auch Außenposten, die mit Bonis versehen sind. Unter anderem gibt es im Nebel hin und wieder auch Bonis mit +4 in der Verstärkung. Das bedeutet, ihr könnt nicht +5 verstärken, so wie das Standard ist, sondern +9 verstärken. Was das bringen soll, wenn ihr ja im Nebel seid und selber gar keine Schlachtkreuzer und Kreuzer verwenden könnt, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mal meine Mini-Fleet, die zeige ich euch mal kurz. Das sind nur Fregatten, ne, Fregatten sind es gar keine mehr. Das sind nur Zerstörer. Doch, Fregatten, die Rubies sind ja auch noch mit drin, genau. So, das ist also Kleingedöns, ja. Macht jetzt vom Anti-Schiff-Schaden auch nicht gerade wenig. Da habe ich schon Schlechteres gesehen. Und die Thematik, dass wir, also der sich immer gefragt hat, wofür brauche ich im Late Game noch die Zerstörer und eventuell auch noch Fregatten? Genau für so eine Aktion. Wenn ihr die also immer schön geskillt habt, dann werden die natürlich irgendwann auch golden von der Blaupause her. Das heißt, die Wertigkeit des Ausskillens geht extrem hoch. Wenn wir hier mal kurz schauen, ich will euch das nur mal kurz zeigen. Bei mir ist das zum Beispiel bei den Rubies so. Die Rubies, das seht ihr hier oben. Die haben Version 2.03. Wann wird das hier golden oder gelb? Das entsteht, wenn ihr 99 Tech-Punkte drin habt. Ab dem 100. switcht es um und ihr bekommt hier eine entsprechende Erhöhung. Was sagt das aus? Dass natürlich der Gesamtschaden und auch alles, was so skillbar ist und ausbaubar ist, ihr seht es jetzt hier, nur noch das Antriebssystem kann ich erweitern, alles andere ist ausgebaut bei denen. Das heißt, die machen halt den maximal möglichen Schaden, den man da machen kann. Und für eine Fregatte mit knapp 6400 Damage, ein bisschen drüber, das ist schon sehr, sehr, sehr ordentlich. Das muss man einfach so sagen. Und dann darf man nicht vergessen, Fregatten und Zerstörer sind bei Großkampfschiffen kein First Target. Das heißt, die treffen die auch schlechter. Was euch
zwar nicht rettet auf Dauer, in einem langen Kampf auf keinen Fall, aber euch doch einen Vorteil verschafft, wenn ihr denn da entsprechend agiert. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel bei dem Anti-Schiff-Typ von einem geflügelten Husar, da bin ich erst bei Version 1.79. Also hier sind 79 Tech-Punkte drin, keine über 99, damit ist die nicht golden. Ja? Wenn ihr das aber von Anfang an des Spiels favorisiert und fördert, was die Zerstörer angeht und die Fregatten, dann könnt ihr eine sehr starke Fleet hier zusammen basteln, die für schnelle Eingriffe gut möglich ist. So, jetzt wollte ich aber sagen, die Verstärkung, was bringt uns das? So, ihr seht jetzt, ich habe hier eine plus 5 als Option. Ich habe also keine plus 4 als Undock-Zusatzboni gefunden und kann jetzt hier auf Verstärken klicken und jetzt nehme ich meine Damage mit dazu und sage, mache ich. Copy. Course laid in. Maximale Anzahl an Schiffe überschritten. Dann habe ich hier schon, ach so, Moment. Warte mal, dann nehme ich die SK2, da sind auf jeden Fall weniger drin. So, warum jetzt maximale, ach so, wir haben hier schon 40 Schiffe drin, da müssen wir auf die Anzahl achten. So, jetzt habe ich Verstärkung geschickt, das hätte eigentlich beim ersten Mal schon gehen sollen, aber offensichtlich haben wir dann die Flottengröße überschritten aus irgendeinem Grund. Fleet Composition muss gleich mal nachgucken, was da jetzt der Fall gewesen ist. So, was haben wir jetzt getan? Wir haben jetzt eine Verstärkung reingeschickt und zwar mit einem Konstantin und 2 Speeren. Das heißt, ich habe hier jetzt 3 SKs drin. Und jetzt kann ich natürlich mit meiner kleinen süßen Fregatten-Zerstörertruppe entsprechend agieren und kann euch eine nicht ganz schlechte Kampfgruppe aufstellen, mit der ich auch gegen andere Spieler fighten kann. Also die Zerstörer und die Fregattenflotten würde ich hauptsächlich dazu verwenden, ich sage jetzt mal, wenn man im Krieg sich mit einer anderen Union befindet, kann man im Hinterland schön Abbauplattformen und Außenposten vernichten mit. Man ist schnell da. Wenn die mal wirklich geschreddert werden würden, dann sind die innerhalb weniger Stunden so eine komplette Fleet, wie ich sie habe, in einer Nacht wieder aufgebaut. Ja? Wenn ihr 5 oder 9 SKs verliert am Stück weg, dann braucht ihr 3 Tage, bis die wieder da sind. Ja? Also das ist einfach der Kosten- und zeitliche Unterschied. Der ist immens bei Zerstörer- und Fregattenflotten im Vergleich zu den großen Flotten. Ihr holt aber trotzdem eine ordentliche Schlagkraft raus. Vorhin waren wir bei 325. Jetzt sind wir bei 448 und hier fehlen noch 2 SKs. Ja? Jetzt kann ich noch mal ganz kurz gucken, Command Authority registered. warum das jetzt nicht ging mit den... Ja, kein Wunder. Nee, das ist aber auch nicht richtig, sondern das ist richtig. Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen. Also es wären 5 Stück gewesen. Warum die jetzt zu groß waren dafür, das erschließt sich mir nicht. Fleet Composition Also ich nehme jetzt updated. nochmal 2 Speere raus als Beispiel. Einfach nur mal, um das jetzt zu testen, dass ich hier die Verstärkung vollziehe. Okay. Da bin ich jetzt verwundert, warum das nicht geht. Warte mal. Kommen wir in der Gesamtflottengröße 355. Ja, logisch. Ein Speer hat 35 Punkte. Das heißt, wir sind dann hier bei 70 Punkte obendrauf. Das geht nicht. Und die 35, da wären wir bei 390. Und ich glaube, auch das kann ich flottentechnisch noch nicht. Dafür muss man die Basis fertig ausgebaut haben. Zum Schluss hat man dann 400 als Flottengröße. Das habe ich noch gar nicht. Das heißt, ich habe hier jetzt wahrscheinlich nahezu das Maximale rausgeholt, was geht. Ja? Ja, Leute, also zusammenfassend kann man dann sagen, dass ihr über die Nebeltaktik agieren könnt mit Zerstörern und Fregatten.
kombiniert mit einer Verstärkungsoption mit +5, also ganz normal. Oder wenn ihr sogar eine Position findet mit +4 Boni, könnt ihr sogar 9 SKs draufschicken. Ihr müsst natürlich immer die Flottengröße von maximal 400 oder eben eure Stufe, wie weit ihr eben in der Forschung seid, berücksichtigen. Das muss mathematisch passen, sonst funktioniert das nicht. Habt ihr ja bei mir gesehen, dass das dann nicht hinhaut, dann blockiert er das. Damit hättet ihr dann aber eine äußerst schlagkräftige Truppe, könntet außerhalb des Nebels agieren und tatsächlich richtige Kämpfe führen, auch Basen attackieren. Mit 9 SKs oder auch mit 5 brauchen wir nicht drum rumreden, da kann man schon mal ein bisschen was machen. Die eine oder andere Flotte kann man damit durchaus auch crashen. Ihr selber habt den ganz großen Vorteil, dass ihr nicht wegschießbar seid, nicht ohne einen riesen Aufriss zu betreiben. Also da müssten sich schon extrem Anzahl an Spielern zusammentun, mit extrem meine ich größer 5, um euch da die Basis in Gefahr zu bringen. Und dann könnt ihr ja immer noch der Gesamtflotte sagen, Rückzug in die Basis, dann steht alles in der Basis und die dürfen nur mit Fregatten und Zerstörern kommen. Also rundum eine Thematik, sich selbst zu schützen, am Leben zu bleiben. Und eine Option, sag ich mal, wenn man jetzt gerade einen kritischen Zeitraum innerhalb des Spiels hat in der jeweiligen Season. Wir sind noch in der Season 2 auf den letzten Zügen. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 1 bis 2 Wochen die Season 2 dem Ende zugeht und dann die Season 3 entstehen wird. Was da auf uns zukommt, kann ich euch noch nicht sagen, wie das hier noch weitergeht und ob da jetzt noch was Tolles kommt. Zu gegebener Zeit werde ich da entsprechend wieder Videos zu machen. Ich hoffe, für euch war das hilfreich, dass ihr mal einen Einblick bekommen habt, wie kann ich mich denn schützen. Ich habe mich mit meiner eigenen Union überworfen oder ihr seid im Krieg und werdet als zerrissen. Wie kann ich denn jetzt hier irgendwie noch was tun, ohne, sagen wir mal, das Handy oder den PC, was dieses Spiel geht, auszulassen, weil die Motivation in den Keller geht. Das ist eine Option, wie ihr agieren könnt. Und dann natürlich euch abstimmen, dass ihr im Hinterland mit schnellen Flotten wie eben Zerstörer und Fregatten den Gegner ärgert, ohne selber im Fokus zu stehen. Also zumindest solange ihr im Nebel seid, wird es ein schwieriger Fokus für den Gegner. Ja? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bei den nächsten Infos, die es zu dem Spiel gibt, bei Änderungen, bei wissenswerten Dingen würde ich das natürlich umgehend wieder mitteilen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen, bleibt alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video.